Philippinen. Am 6. November 2012. Früher Morgen. Auf der 18. Avenue in Quezon City stießen Anwohner auf dem Weg zur Arbeit auf die Leiche einer jungen Frau. Sie trug keine Schuhe und keine Tasche, sondern nur ein weißes Top und blaue Leggings. Sie hatte keine Ausweispapiere bei sich. Ihr Gesicht war zu einer Maske der Angst erstarrt. Ihre Augen waren offen. Die Polizeibeamten, die am Tatort eintrafen, sperrten sofort das Gebiet ab und riefen einen Gerichtsmediziner hinzu. Die Untersuchung der Leiche ergab umgehend, dass der Tod nicht zufällig eingetreten war. Das Opfer hatte 5 Schusswunden am Kopf. Überall waren Spuren von Schlägen zu sehen, Hämatome, Abschürfungen und weitere Verletzungen. Besonders schwere Verletzungen wurden im Beckenbereich festgestellt, was auf sexuelle Gewalt hindeutete. Weder Pass noch Telefon oder Schlüssel waren vorhanden. Der einzige Gegenstand, den sie in der Hand hielt, war eine Papiertüte von McDonald's. Und am Tatort wurde auch eine weggeworfene Quittung desselben Restaurants gefunden. Anwohner in der Nähe des Fundortes der Leiche gaben erste Aussagen ab. Mehrere Personen bestätigten, dass sie gegen 5 Uhr morgens Schüsse gehört hatten. Andere sahen, wie ein dunkler Geländewagen mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort wegfuhr. Einer der Zeugen behauptete, dass aus dem Fahrzeuginneren auf die bereits am Boden liegende Frau geschossen worden sei. 2 Augenzeugen konnten sich einen Teil des Autokennzeichens merken. Diese Informationen wurden sofort zu einem wichtigen Anhaltspunkt zu Beginn der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei nahm die Leiche nicht sofort mit, um möglichst viele Spuren zu sichern. Doch schon in den ersten Stunden versammelten sich nicht nur Polizeibeamte, sondern auch zufällige Passanten, Journalisten und Fotografen um den Tatort. Einige filmten das Geschehen mit ihren Handys. Die Ermittlungen begannen mit zahlreichen Fragen. Wer war sie? Warum war sie hier? Wer könnte die junge Frau getötet haben? Die Polizei hatte noch keine Antworten, doch der gefundene Beleg und die Zeugenaussagen gaben bereits früh die Richtung vor, in die die Ermittlungen gehen sollten. Am Abend des 5. November 2012 verließ die 20-jährige Julie Ann Rodelas ihr Haus in Las Piñas. Sie lebte bei ihrer Familie und ihr Verschwinden gab keinen Anlass zur Sorge. Die junge Frau blieb oft länger bei Dreharbeiten oder bei Freunden. Dieses Mal ging sie zu einem Treffen mit ihrer engen Freundin Althea Altamirano, mit der sie sich zuvor gestritten hatte. Julie hoffte, die Beziehung wieder in Ordnung zu bringen. Der Anlass war eine Einladung zu einem angeblich beruflichen Treffen. Althea versprach, ihr einen potenziellen Arbeitgeber aus der Modelbranche vorzustellen. Julie bereitete sich sorgfältig vor, wählte ein weißes Top und blaue Leggings aus und schminkte sich. Gegen 18 Uhr verabschiedete sie sich von ihrer Mutter und ihren jüngeren Brüdern und sagte, dass sie spät nach Hause kommen würde. Sie verabredeten sich an einem der größten Einkaufszentren im Vorort Pasay. Dort sahen sich die junge Frauen einen Film an. Alles verlief zunächst unauffällig. Spaziergang, Kino, Gespräche. Später verließen sie das Gebäude und nahmen ein Taxi. Sie fuhren zu dem Ort, an dem laut Althea der Kontakt mit dem Auftraggeber stattfinden sollte. Nach ihrer Ankunft gingen sie gemächlich die Allee entlang. Gegen 22:30 Uhr hielt ein dunkler Geländewagen an der Kreuzung mit der Gilpuyat-Straße. 2 Männer sprangen aus dem Auto, packten Julie und drückten sie mit Gewalt ins Fahrzeug. Alles ging blitzschnell. Althea, die daneben stand, leistete keinen Widerstand. Julies Tasche und Schuhe blieben auf dem Asphalt liegen. Der Geländewagen verschwand mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort. Althea stand unter Schock und blieb an Ort und Stelle. Sie hielt Julies Sachen in den Händen, weinte und machte vorbeifahrende Polizeibeamte auf sich aufmerksam. Diese boten ihr an, mit zur Wache zu fahren. Dort gab sie eine unklare Aussage ab und erklärte, dass ihre Freundin von Unbekannten entführt worden sei. Ihren Angaben zufolge sei der Überfall überraschend gekommen und sie habe keine Zeit gehabt, sich das Fahrzeug genauer anzusehen, außer dass es sich um einen großen schwarzen Geländewagen gehandelt habe. Sie behauptete zudem, dass niemand versucht habe, sie selbst zu entführen. Nach dem Verhör auf der Polizeiwache gegen 1 Uhr nachts schickte Althea ihrem Freund eine Nachricht mit der Bitte, sie abzuholen. Er kam zusammen mit seinem Vater und sie brachten sie nach Hause nach Cavite. Althea suchte keine medizinische Hilfe auf und kehrte nicht zur Polizeiwache zurück. Am folgenden Tag reagierte sie nicht mehr auf Anrufe der Polizei.
Als Julies Verschwinden bestätigt wurde, begannen ihre Angehörigen mit der Suche. Zu diesem Zeitpunkt mied Althea bereits den Kontakt mit der Polizei. Später behaupteten ihre Verwandten, sie habe um ihr Leben gefürchtet. Die Ermittler stellten jedoch erhebliche Widersprüche in ihren Aussagen fest. Sie verschwieg die Verabredung mit Julie, verschleierte Informationen über ihre beruflichen Kontakte und nannte nicht den Namen ihres Freundes, dessen Auto für die Entführung benutzt worden war. Althea schloss in ihrer ersten Aussage jegliches Motiv für die Entführung von Julie aus und erst die weiteren Ereignisse brachten allmählich den tatsächlichen Tathergang ans Licht. Julie Ann Rodelas wurde am 14. Juli 1992 geboren und wuchs in einer nicht wohlhabenden, aber harmonischen Familie in Las Piñas im Süden der Metropole Manila auf. Die Familie hatte 6 Kinder. Mutter Lutz kochte auf Bestellung hausgemachte Mahlzeiten, um ihren Kindern eine Chance auf eine bessere Zukunft zu geben. Der Vater war nicht Teil der Familie. Über ihn war nichts bekannt, außer dass er in keiner Weise am Familienleben teilnahm. Trotz der schwierigen finanziellen Lage der Familie erhielt Julie von ihren Angehörigen jede mögliche Aufmerksamkeit und Unterstützung. Von klein auf war sie zielstrebig und verantwortungsbewusst. Die Wahl ihres Studienfachs, Hotel- und Restaurantmanagement an einer privaten Universität, war bewusst getroffen. Die hohen Studiengebühren zwangen sie jedoch, ihr Studium zu unterbrechen. Um ihre Ausbildung fortzusetzen, begann Julie nebenbei zu arbeiten. Die Entscheidung, als Model zu arbeiten, war nicht vom Wunsch nach Ruhm getrieben, sondern von der Notwendigkeit, ihr Studium zu finanzieren. Die erste Gelegenheit ergab sich durch die Bekanntschaft mit einer Frau aus der Branche, was zu Werbeaufnahmen und Einladungen zu Fernsehsendungen führte. Julies Karriere war erfolgreich. Sie nahm an Fotoshootings für beliebte Männermagazine teil. Ihr Aussehen, ihre Disziplin und ihre Professionalität ermöglichten ihr ein stabiles Einkommen. Trotz der Konkurrenz behauptete sich Julie unter den vielversprechenden Models und kombinierte Fotoshootings mit ihrer Ausbildung. Eine wichtige Rolle in ihrer Karriere spielte Althea, eine 3 Jahre ältere Freundin. Sie stammte aus Cavite, begann ebenfalls eine Modelkarriere und hatte bis 2012 eine gewisse Bekanntheit erreicht. Ihr Name erschien im September desselben Jahres in Zeitschriften, wo sie zur Freundin des Monats gekürt wurde. In ihrem Umfeld galt sie als ehrgeizige, aktive und zielstrebige junge Frau. Hinter ihrem äußeren Erfolg verbargen sich jedoch persönliche Umstände, die sie sorgfältig vor ihren Kolleginnen und Kollegen geheim hielt. Althea war Mutter von 2 Kindern. Sie machte daraus kein Geheimnis, da sie wusste, dass dies ihr Image als junge, ungebundene Frau untergraben könnte. Althea und Julie kannten sich seit vielen Jahren und ihre Beziehung schien von außen betrachtet sehr eng zu sein. Julie vertraute ihr. Mit der Zeit änderte sich die Situation jedoch, als Julie immer gefragter wurde. Dies führte zu Spannungen in der Beziehung zwischen den Freundinnen. In Altheas Augen wurde ihre Freundin zu einer Rivalin. Zudem verbreitete sich in Modelkreisen die Information, dass Althea Mutter von 2 Kindern war. Althea vermutete, dass Julie diese Information weitergegeben hatte und empfand dies als Verrat. Dieser Vorfall wurde zu einem Wendepunkt in ihrer Beziehung. Verborgene Eifersucht wuchs zu Ärger und schließlich zu einem Konflikt, den sie nicht offen austrugen. Eifersucht und die Angst, ihre Position in der Branche zu verlieren, veranlassten Althea, bei ihrem Freund Char Unterstützung zu suchen. Char war 32 Jahre alt. Er besaß ein Tattoo-Studio in Quezon City und hatte keine offiziellen Verbindungen zur Modelbranche. Es ist bekannt, dass er sich durch aggressives Verhalten auszeichnete. Laut Althea selbst habe er einmal während eines Streits eine Waffe auf sie gerichtet. Sie empfand dies als Bedrohung, brach die Beziehung jedoch nicht ab. Es war Zar, der vorschlug, Julie einzuschüchtern, damit sie, wie er sagte, begreife, mit wem sie es zu tun habe. Die Idee war, einen Angriff zu inszenieren, ohne dass es zu ernsthaften Konsequenzen kommen würde. Althea hatte keinen klaren Plan und war sich nicht bewusst, welche Folgen dies haben könnte, weshalb sie keine Einwände erhob. Die Entscheidungen, die sie in diesem Moment traf, waren jedoch entscheidend. Sie wählte den Zeitpunkt, gab die Koordinaten weiter, brachte Julie an den vereinbarten Ort und unternahm zum Zeitpunkt des Überfalls nichts. Keiner dieser Schritte war spontan. Unmittelbar nach der Entführung wurde Julie in ein Wohngebiet von Quezon City gebracht.
in die Siedlung Salam Compound in der Lanao Street. Es handelte sich um ein geschlossenes, dicht bebautes Gebiet, das hauptsächlich von muslimischen Familien bewohnt wurde. Der konkrete Ort, an den die junge Frau gebracht wurde, war ein Privathaus, das als vorübergehender Unterschlupf diente. Im Inneren befanden sich mehrere Männer, die mit Zar in Verbindung standen und ihre Beteiligung nicht verheimlichten. Alles war im Voraus geplant und jeder hatte seine eigene Rolle. Den Akten zufolge war der Erste, der Julie isolierte, ein Mann namens Efren. Er brachte sie in einen separaten Raum, woraufhin hinter der Tür Schreie und Hilferufe zu hören waren. Einer der Beteiligten, Jaima, gab später an, diese Geräusche gehört zu haben, jedoch nicht eingegriffen zu haben. Von diesem Moment an wurde die Gewalt physisch. Den Zeugenaussagen zufolge handelte zunächst Efren, der lange Zeit mit dem Opfer im Raum blieb. Es wurde festgestellt, dass sie geschlagen und sexuell missbraucht wurde. Später kam ein Mann namens Aldous hinzu, den die Beteiligten selbst als gefährlich und unberechenbar beschrieben. Er gehörte nicht zum ursprünglichen Vertrauenskreis, wurde jedoch ohne Absprache mit den anderen hinzugezogen. Zum Zeitpunkt seiner Ankunft befanden sich Jaima, Bob, Abdil und weitere Männer im Haus. Aldous war mit einer Pistole vom Kaliber 45 bewaffnet. Er schätzte die Situation schnell ein, ignorierte Einwände und erklärte, dass er die junge Frau ausnutzen werde, bevor sie beseitigt werde. Keiner der Anwesenden versuchte, ihn aufzuhalten. Die Anwesenheit von Aldous veränderte den Verlauf der Ereignisse grundlegend. Er betrachtete die Situation nicht als vorübergehende Einschüchterung. Sein Verhalten machte deutlich, dass er nicht vorhatte, sie am Leben zu lassen. Als Char nach seiner Fahrt zu McDonald's nach einiger Zeit ins Haus zurückkehrte, wurde ihm berichtet, dass Aldous und Efren Julie bereits missbraucht hatten. Sie befand sich in einem Schockzustand, konnte sich nicht wehren und sprach kaum. Char wägte die Risiken ab und traf eine Entscheidung. Zeugenaussagen zufolge sagte er, sie muss beseitigt werden. Als Char das Haus verließ, ging Aldous zu der jungen Frau und sagte ihr, dass sie nach Hause gebracht werde. Sie glaubte ihm und bedankte sich, wusste jedoch nicht, dass es sich um eine Täuschung handelte. Zu diesem Zeitpunkt diskutierten die Beteiligten bereits darüber, wo genau sie die Leiche beseitigen sollten. Jaima spürte, dass die Situation über die ursprünglichen Vereinbarungen hinausging und verließ das Haus. Später wurde er zum Hauptzeugen. Die übrigen Beteiligten führten ihren Plan zu Ende. Die Ermittlungen ergaben später, dass Aldous als erster auf Julie geschossen hatte, gefolgt von Efren. Sie benutzten Schusswaffen, die sie zuvor mitgebracht hatten. Früh am Morgen gegen 5 Uhr wurde Julies Leiche in einen Mitsubishi Montero geladen und von der Lanao Street weggebracht. Das Ziel war die Gegend von Katy, 18th Avenue, Haus 121. Das Auto hielt für einige Sekunden an. Die junge Frau wurde herausgezogen und in einen Graben geworfen. Die Identifizierung erfolgte später am selben Tag. Die Familie, die nach Julies Abendtreffen mit ihrer Freundin beunruhigt war, begann nach ihr zu suchen. Am Morgen des 6. November, nachdem in den Nachrichten über die in einem Graben gefundene Leiche berichtet worden war, kamen ihre Mutter Lutz und einer ihrer Brüder in die Leichenhalle. Die am Fundort gefundenen Gegenstände stimmten mit denen überein, die Julie am Tag ihres Verschwindens bei sich getragen hatte. Die endgültige Bestätigung gab ihre Mutter. Die Tote war ihre Tochter. Für die Familie war dies ein schwerer Schlag. Julie war nie ohne Vorwarnung verschwunden. Sie meldete sich immer, auch wenn sie nicht zu Hause übernachtete. Dieses Mal gab es keine Nachricht. Ihre Angehörigen versuchten, Althea zu erreichen, aber sie antwortete nicht. Genau zu diesem Zeitpunkt stellte die Polizei zum ersten Mal eine Verbindung zwischen dem Opfer Althea und Zar fest. Am Tag nach der Entdeckung von Julies Leiche begannen die Ermittler der Kriminalpolizei mit der Überprüfung der wichtigsten Beweise. Einer der ersten Schritte war die Untersuchung eines McDonald's-Kassenbons, der neben der Leiche gefunden wurde. Anhand des Kaufzeitpunkts forderte die Polizei die Videoaufzeichnungen der Überwachungskameras des Restaurants an. Auf den Aufnahmen ist ein Mann mittlerer Größe mit Tätowierungen zu sehen, der gegen 2 Uhr morgens eine Bestellung zum Mitnehmen aufgibt. Sein Gesicht ist gut zu erkennen. Gleichzeitig werden die Daten zum Fahrzeug überprüft. Augenzeugen berichteten von einem schwarzen Geländewagen, vermutlich einem Mitsubishi Montero, und 2 Zeugen konnten sich teilweise an das Kennzeichen erinnern.
Anhand dieser Informationen stellte die Ermittlungsbehörde fest, dass das Fahrzeug auf den Namen einer gewissen Rosolina Chiamau zugelassen ist. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug regelmäßig von ihrem Sohn Fernando Chiambau Jr., bekannt als Char, genutzt wird. Damit gerät Char ins Zentrum des Verdachts. Am 9. November beginnt die Überwachung des Hauses der Familie Chiamau. Char ist nicht zu sehen, aber am 10. November gegen 18 Uhr registrieren die Ermittler, dass der Vater des Verdächtigen das Gelände verlässt. Er steigt in einen schwarzen Toyota Innova, nimmt Wechselkleidung mit und fährt in Richtung Nordwesten. Die Überwachung wird fortgesetzt. Eine Stunde später hält das Auto in einem abgelegenen Teil der Provinz im Dorf Apoliti. Fernando Senior, Chars Vater, betritt eine traditionelle philippinische Hütte. Neben dem Gebäude steht der Mitsubishi Montero, der auf Chars Mutter zugelassen ist. Die Polizeibeamten betreten das Haus. Im Inneren befinden sich Char und Althea. Sie leisten keinen Widerstand. Bei der Festnahme wurden keine Waffen gefunden, aber die Tatsache, dass sie gesucht werden, das Vorhandensein des Fahrzeugs, die Übereinstimmung der Kameraaufnahmen und die Verbindung zur Verstorbenen ermöglichen es, sie in Gewahrsam zu nehmen. Ein Ermittlungsteam wird zum Tatort gerufen. Die Verdächtigen werden zur Vernehmung auf die Wache gebracht. Parallel dazu organisiert die Kriminalpolizei eine Operation im muslimischen Viertel, in dem Julie zuvor festgehalten wurde. Am 11. November gegen Mitternacht betritt eine Polizeieinheit das Haus, das Julie als Versteck diente. Vor Ort befinden sich bewaffnete Personen. Es kommt zu einer Schießerei. Einer der Verdächtigen, Fakat Osman, genannt Bob, kommt ums Leben. Die anderen werden festgenommen, Jema Waraji und Jilan Pasavelana. Ihnen wird illegaler Waffenbesitz vorgeworfen und beide werden zur Vernehmung auf die Wache gebracht. Zunächst leugnen die Beteiligten ihre Beteiligung an der Straftat. Im Laufe der Ermittlungen und der ersten Vernehmungen ändert sich ihre Haltung jedoch. Jema gibt zu, dass er in dem Haus anwesend war, in dem Julie festgehalten wurde, und legt ein Geständnis ab. Er erklärt, dass er sich bereit erklärt habe, Char zu helfen, weil er ihm persönlich verbunden sei und weil dieser ihm und anderen regelmäßig mit Alkohol und Geld ausgeholfen habe. Jema nennt die Namen der anderen Beteiligten, Efren Talib und einen gewissen Aldos. Letzterer sei seiner Aussage nach der Initiator der Tat gewesen und habe ohne Absprache mit den anderen Beteiligten gehandelt. Althea, die separat befragt wurde, gibt ihre Version der Ereignisse wieder. Sie räumt ein, dass sie der Entführung zugestimmt habe, behauptet jedoch, dass sie nichts von den Plänen wusste, die junge Frau zu töten oder sexuell zu missbrauchen. Ihren Angaben zufolge ging sie davon aus, dass es sich lediglich um eine Einschüchterung handeln würde. Zar schweigt zu diesem Zeitpunkt und fordert, die Festnahme für ungültig zu erklären, da es seiner Ansicht nach keine Beweise gegen ihn gebe. Die Ermittlungen ergaben, dass die kriminelle Gruppe aus 8 Personen bestand. Char, Althea, Jema, Jilan, Efren, Aldos, Bob und Abdel. Es wird deutlich, dass die Handlungen organisiert und geplant waren und nicht das Ergebnis eines alltäglichen Konflikts, der zum tragischen Tod eines Menschen führte. Die Ereignisse finden in der Presse große Resonanz und die Ermittlungen treten in eine aktive Phase. Während des Verhörs erzählte Jema Waraji eine gänzlich andere Geschichte, die im Widerspruch zu den Aussagen von Althea stand. Er beschrieb detailliert, wie die Planung ablief, wer daran beteiligt war und wie die Operation durchgeführt wurde. Laut Jema teilte Althea Jar nicht nur mit, wann und wohin sie und Julie fahren würden, sondern dachte sich auch selbst einen Vorwand aus, um ihre Freundin zu einem Treffen zu locken. Außerdem wusste sie, dass der Geländewagen und die Begleitpersonen bereits an dem Ort auf sie warteten. Ihre Handlungen ließen nach Einschätzung der Ermittler keinen Zweifel daran, dass sie sich bewusst an der Entführung beteiligt hatte. Kurz nach der Verhaftung der anderen Beteiligten verschwanden Aldos und Efren. Die Polizei konnte sie nicht auf frischer Tat festnehmen. Sie wurden zur Fahndung ausgeschrieben. Die Fahndungsfotos wurden im ganzen Land verbreitet. Jema half bei der Erstellung von Phantombildern, die in den Medien veröffentlicht wurden, aber die Justiz war sowohl 2012 als auch in den folgenden Jahren machtlos, sodass die beiden außerhalb der Reichweite des Gesetzes blieben. Während die Ermittlungen liefen, nahm das Schicksal eines der Festgenommenen, Jilan Pasavelana, eine unerwartete Wendung.
Er wurde im Januar 2013 gegen Kaution freigelassen. Er wurde wegen illegalen Waffenbesitzes angeklagt. Doch es gelang nicht, überzeugende Beweise für seine Beteiligung an einem Verbrechen oder einem Gewaltdelikt zu sammeln. Einige Monate nach seiner Freilassung, am 15. Juni, kam es in seinem Haus in Quezon City zu einem bewaffneten Zwischenfall. Während eines Familienessens drang ein Unbekannter in den Hof ein und schoss auf Gilan Pasavelana. Er starb noch am Tatort. Nach Angaben von Nachbarn war der Angreifer den Polizeibeamten bekannt, es kam jedoch zu keiner Festnahme. Die Frau des Getöteten weigerte sich, mit den Ermittlern zusammenzuarbeiten und unterzeichnete eine Erklärung, die eine Untersuchung des Vorfalls untersagte. So blieb der Täter auf freiem Fuß. Für die Ermittler bedeutete der Tod von Gilan Pasavelana den Verlust eines potenziellen Zeugen. Doch der Fall wurde dennoch eingestellt, da seine Familie auf weitere Ansprüche verzichtete. Dies löste auch eine öffentliche Resonanz aus, da der Name des Angreifers offiziell bekannt war. Im Rahmen der geltenden Gesetzgebung war ein Eingreifen der Polizei jedoch ohne eine Erklärung der Angehörigen nicht möglich. Somit wurde der Großteil der Beteiligten entweder verhaftet oder befand sich auf der Flucht. Althea behauptete weiterhin, dass sie keine Verantwortung für das Verbrechen trage und bestritt, Aldous und Efren gekannt zu haben. Doch die Zeugenaussagen, die Abfolge der Ereignisse und die bestätigten Fakten widersprachen ihrer Version. Die Ermittlungen endeten mit einem klaren Verständnis. Wer hatte die Entscheidung getroffen? Wer hatte gehandelt? Und wer war auf freiem Fuß geblieben? Fast 12 Jahre vergingen zwischen dem Mord an Julie Ann Rodelas und der ersten Verurteilung. Lange Zeit kam der Fall nicht voran. Erst 2024 wurde der Prozess gegen die Hauptverdächtigen Zar und Althea angesetzt. Der erste Verhandlungstermin, der 12. Juli, wurde 3-mal verschoben. Die Gründe für die Verschiebung des Verfahrens wurden nicht bekannt gegeben, doch nach Ansicht der Familie des Opfers kam die Verzögerung ausschließlich den Angeklagten zugute. Der Prozess begann im September und dauerte mehrere Monate. In den Sitzungen wurden Zeugenaussagen, Prozessunterlagen, Videoaufzeichnungen von Überwachungskameras und die Korrespondenz zwischen den Beteiligten geprüft. Die Waffe, mit der die Schüsse abgegeben wurden, wurde jedoch nie gefunden. Die beiden mutmaßlichen Täter, Efren Talib und Aldous, blieben weiterhin auf der Flucht. Nach Prüfung des Falles befand das Gericht Zar für schuldig, an der Entführung, der Mittäterschaft am Mord und an Gewalthandlungen beteiligt gewesen zu sein. Obwohl seine Beteiligung an den konkreten Schüssen nicht bewiesen werden konnte, war der entscheidende Moment der, als er die Anweisung gab, Julie zu beseitigen, nachdem er erfahren hatte, dass sie ihn identifiziert hatte. Das Gericht wertete dies als Vorsatz zum Mord. Zar wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit einer Mindesthaftdauer von 22 bis 40 Jahren verurteilt. Darüber hinaus muss er der Familie des Opfers eine Entschädigung in Höhe von 8.000 Euro zahlen. In Bezug auf Althea fällte das Gericht eine andere Entscheidung. Ihre Handlungen wurden als Beteiligung an der Entführung eingestuft. Die Beweise dafür, dass sie von dem bevorstehenden Verbrechen oder der Gewalt wusste, wurden vom Gericht als unzureichend angesehen. Die Anklage konnte keine direkten Beweise für ihre Anwesenheit am Tatort nach der Entführung oder für Kontakte zu Aldous und Efren vorlegen. Infolgedessen wurde sie nur wegen eines einzigen Tatbestands für schuldig befunden: der Verabredung zur Entführung. Da Althea zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung bereits mehr als 12 Jahre hinter Gittern verbracht hatte, entschied das Gericht, dass die Strafe vollständig verbüßt sei. Sie wurde sofort aus der Haft entlassen. Außerdem wurde ihr eine Geldstrafe in Höhe von 1.600 Euro auferlegt. Das Gericht berücksichtigte nicht die Rolle von Althea bei der Initiierung des gesamten Plans, obwohl sie die Idee der Lektion vorgeschlagen, das Treffen vereinbart, die Informationen an Zar weitergegeben und Julie zum Ort der Entführung gebracht hatte. Die Entscheidung der Justizbehörden löste eine heftige Reaktion der Familie Rodelas aus. Bei der Urteilsverkündung waren die Mutter der Verstorbenen, Lourdes, sowie mehrere Brüder und Schwestern anwesend. Einer der Brüder, Alvin, erklärte, dass Vergebung unmöglich sei. Die Familie legte beim obersten Gerichtshof Berufung ein und bestand auf einer Überprüfung der Einstufung der Handlungen von Althea. Ihrer Meinung nach war ihre Beteiligung an dem Verbrechen von entscheidender Bedeutung. Sie war es, die den Konflikt ausgelöst hatte. Sie war es, die Zar in diese Angelegenheit hineingezogen hatte. Sie war es, die ein persönliches Motiv hatte.
Neben rechtlichen Fragen blieben auch ethische Fragen offen. Das Motiv von Althea wurde bis zum Schluss nicht geklärt. Die Anklage prüfte zwei Hauptversionen. Die erste war Neid auf den Erfolg von Julie. Angesichts des starken Wettbewerbs auf dem Modelmarkt konnte jede Weitergabe persönlicher Informationen das Ende einer Karriere bedeuten. Die zweite Version war persönliche Kränkung und der Wunsch nach Rache. Julie hatte tatsächlich mehr erreicht. Sie wurde zu neuen Shootings eingeladen. Sie wurde immer beliebter. Das Gleichgewicht in ihrer Beziehung war gestört. Althea hatte die Situation nicht mehr unter Kontrolle und betrachtete ihre Freundin, den Briefen nach zu urteilen, als Konkurrentin. Den Verlust ihrer dominierenden Position könnte sie als Demütigung empfunden haben. Die wichtigste Frage, die unbeantwortet blieb, war, ob Althea die Folgen hätte vorhersehen können. Formal lautet die Antwort Nein, doch die Logik der Ereignisse deutet auf das Gegenteil hin. Althea war sich bewusst, mit wem sie Geschäfte machte und wusste um die Aggressivität ihres Partners. Sie war aktiv an der Organisation des Vorgehens beteiligt und überließ die Kontrolle Menschen, die zur Gewalt neigten. Die Weigerung des Gerichts, dies als Straftat anzuerkennen, hinterließ bei der Familie Rodelas einen tiefen Riss im Vertrauen in die Justiz. Das Ergebnis des Prozesses war kein Schlusspunkt. Die beiden Haupttäter wurden nie gefunden. Die Familie kämpft weiter für eine Revision des Falls. Julies Mutter erklärte, dass sie bis zum Ende für Gerechtigkeit kämpfen werde und bezeichnete die Freilassung von Althea Altamirano als eine Verhöhnung des Andenkens an ihre Tochter. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.